Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gebe ich euch einen aktuellen Überblick über die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Wir schauen uns an, wie sieht es mit der Preisentwicklung aus, was passiert auf dem Arbeitsmarkt, wie sieht es um die Industrieproduktion und wie entwickeln sich die Rohstoffpreise. Am Ende gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Monate und das Jahr 2025. Dieses Update möchte ich jetzt einmal im Monat machen. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und wir legen los. Was die Konjunktur in Deutschland angeht, habe ich leider keine guten Nachrichten für euch. Das reale deutsche Bruttoinlandsprodukt, also das BIP nach Abzug der Inflation, ist im vierten Quartal 2024 saisonbereinigt um 0,1% geschrumpft. Im gesamten Jahr 2024 sank das reale BIP um 0,2%. Damit haben wir zwar einen nur sehr geringen Rückgang der realen Wirtschaftsleistung, allerdings bereits zum zweiten Mal in Folge. Im Jahr 2023 hatten wir einen Rückgang von 0,3%. Das reale BIP ist zwar immer noch leicht höher als vor der Corona-Pandemie, aber wie gesagt, nur leicht, um genauer zu sein um 0,5%. Das heißt, wir sind in 5 Jahren insgesamt um 0,5% gewachsen. Das entspricht durchschnittlich 0,1% pro Jahr. Einen besonders starken Rückgang gab es erneut in der Industrie. Diese steht unter starkem Wettbewerbsdruck, vor allem aus China. Die Produktion in der Konsumgüterindustrie ist am stärksten zurückgegangen. Die Entwicklungen in der Automobilindustrie waren ebenfalls wenig erfreulich. Positive Signale gibt es dagegen bei der Produktion von Investitionsgütern. Die Auftragslage stabilisiert sich etwas, aber das wird nicht ausreichen, um eine Trendwende zu schaffen. Insgesamt geht die deutsche Industrieproduktion seit 2018 zurück. Man konnte eine leichte vorübergehende Stabilisierung zwischen 2021 und 2023 beobachten, aber es handelte sich nicht um eine Trendwende. Offensichtlich kämpft die Industrie mit strukturellen Problemen, die schon vor dem Krieg in der Ukraine und vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie vorhanden waren. Aber dazu werde ich demnächst ein eigenes Video drehen. Die Beschäftigung ist trotz negativer Entwicklungen in der Industrie noch relativ stabil. Weggefallene Arbeitsplätze in der Industrie werden vor allem durch neue Stellen im Gesundheits- und Sozialwesen, unternehmensnahe Dienstleistungen sowie Verkehr und Logistik ausgeglichen. Die Arbeitslosigkeit ist nur leicht gestiegen. Obwohl die weggefallenen Stellen durch neue ausgeglichen werden, passen die Bewerber nicht immer zu den neuen Vakanzen und dementsprechend dauert die Besetzung der offenen Position relativ lange. Die Stellen brechen in einem Bereich weg und entstehen in einem anderen. Eine Person, die einen Job in der Industrie verloren hat, kann und will vielleicht nicht als Altenpfleger arbeiten, das nur als Beispiel. Insgesamt ist der Zugang an neuen Vakanzen bei der Bundesagentur für Arbeit derzeit eher schwach, was vermutlich auf die allgemeine Unsicherheit zurückzuführen ist. Viele Arbeitgeber warten ab, bis neue Regierung gewählt wurde und hoffen dann mehr zu erfahren, was auf sie zukommt. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 6,1%. Und was passiert auf unseren Energiemärkten? Zuletzt sind die Rohstoffpreise um etwa 10% gestiegen. Das lag vor allem an den neuen US-Sanktionen gegen die russische Schattenflotte. Auch die Gaspreise sind leicht gestiegen, was hauptsächlich durch den Auslauf des Transitabkommens zwischen Russland und der Ukraine zu erklären ist. Bis Ende des Jahres 2024 hat Russland noch Gas über die Pipeline von Russland in die Slowakei geliefert. Seit dem 1. Januar wurden diese Lieferungen eingestellt. Dieser Lieferstopp war allerdings zu erwarten. Sowohl die Slowakei als auch Österreich hatten sich darauf vorbereitet. Ein kalter Winter trägt ebenfalls zu den höheren Preisen bei. In Deutschland stieg der Gesamtverbrauch im Jahr 2024 um 3,5% im Vergleich zu 2023. Übers Jahr betrachtet hat vor allem die Industrie ihren Gasverbrauch erhöht. Wie wird es mit den Energie- und Rohstoffpreisen weitergehen? Schwer zu sagen. Klar ist, dass russisches Gas und vor allem Erdöl durch andere Lieferanten ersetzt werden müssen, was die Preise weiter nach oben treiben könnte. Andererseits ist eine rückläufige Nachfrage aus China zu erwarten und Trump plant, die Förderung in den USA auszuweiten. Erinnert ihr euch an seinen Wahlkampfspruch Drill Baby Drill, den er auch bei seiner Antrittsrede wiederholt hat? Mal schauen, welche Auswirkungen das auf die Preise weltweit haben wird. Man muss dazu sagen, dass Rohöl vor allem in US-Dollar gehandelt wird. Eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar könnte also ebenfalls bedeuten, dass die Rohstoffpreise für uns Europäer steigen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns alle betrifft, die Inflation. Die Preise sind im Dezember 2024 wieder stärker gestiegen, als uns lieb ist. Um genau zu sein, um 2,8%. Gemessen am HVPI, also am harmonisierten Verbraucherpreisindex, der auch für die Politik des EZB-Rats entscheidend ist. Was waren die Gründe? Naja, erstens die Energiepreise, die ich bereits angesprochen habe. Dazu kam noch die Abwertung des Euro im Verhältnis zum US-Dollar.
Dies hat auch viele andere importierte Güter in Europa und in Deutschland verteuert. Die Preise für Dienstleistungen sind ebenfalls weiter gestiegen, was vor allem am kräftigen Lohnwachstum lag. Hier sieht man auch die Unterschiede in der Entwicklung zwischen den beiden Bereichen. Die Industrie schrumpft, Arbeitsplätze in diesen Bereichen werden abgebaut und die Preise für Industriegüter steigen nicht. Die Nachfrage ist sowohl im Inland als auch im Ausland schwach. Ganz anders sieht es im Dienstleistungssektor aus. Die Nachfrage ist robust, Arbeitskräfte werden gebraucht und höhere Preise können durchgesetzt werden. Insgesamt stiegen die Preise im Jahr 2024 langsamer als im Jahr 2023. Während die durchschnittliche Inflationsrate 2023 noch bei 6% lag, war sie 2024 gemessen an HVPI bei 2,5%. Unschön ist allerdings, dass die Inflationsrate in den letzten 3 Monaten hintereinander gestiegen ist und auch im Januar ist von einem erneuten Anstieg auszugehen. Und da sind wir schon bei der Frage, wie wird es 2025 weitergehen? Zukunftsprognosen sind immer schwierig und sicher wissen wir es natürlich nicht. Zum Jahresanfang wird die Inflationsrate weiter steigen und das aus mehreren Gründen. Der CO2-Preis ist gestiegen und damit auch alles, was damit zusammenhängt. Die Preise für den öffentlichen Nahverkehr sind gestiegen, Versicherungen sind deutlich teurer geworden und die Preise für Dienstleistungen werden vermutlich weiter steigen, auch wenn hoffentlich im Jahresverlauf nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Am 30. Januar findet die EZB-Ratssitzung statt. Mal sehen, ob die Leitzinsen erneut gesenkt werden. Viele Experten gehen aber davon aus. Falls dies passiert, könnte dies den Euro weiter schwächen, was wiederum Auswirkungen auf die Importpreise hätte. Sinkende Leitzinsen führen außerdem oft dazu, dass auch die Zinsen auf Erspartes wie Tagesgeld- und Festgeldzinsen sinken. Das reduziert die Anreize zum Sparen. Gleichzeitig sollen Investitionen dadurch günstiger werden. Im Hinblick auf die Unsicherheiten in Deutschland, vor allem bis zu den Wahlen, glaube ich allerdings nicht, dass die Leute spürbar lockerer mit ihrem Geld umgehen werden. Auch die Industrie kämpft, neben der Unsicherheit in Bezug auf die Wahlen in Deutschland und die Politik in den USA, mit zahlreichen strukturellen Problemen. Daher wird auch in diesem Bereich die Bereitschaft zu investieren eher gedämpft bleiben. Das war mein kurzer Überblick über die aktuelle Lage. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut!